Es ist wieder soweit. Apple hat die neuen iPads direkt auf die Website gestellt, diesmal ohne Event und Riesentara. Bumm, einfach waren sie da und jetzt kann man sie kaufen. Und wir wollen in diesem Video mal feststellen, welches iPad ist denn das Richtige für dich oder auch für mich? Ist es das 11 Zoll? Ist es das 12,9 Zoll? Es gibt nämlich nicht nur in der Größe Unterschiede, da sind noch ein paar mehr dabei. Diese klären wir in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Von vornherein erstmal in diesem Fall positiv zu erwähnen, sind die Geräte relativ gleich geblieben. Ihr würdet jetzt nicht erraten, ob hier ein M1 oder ein M2 Prozessor drin ist in diesem 12,9 iPad Pro. Klar, es ist noch das alte, logischerweise, aber zum Glück muss man nicht neues Zubehör dazu kaufen. Das ist schon mal das Wichtigste. Nicht, dass ich hier noch wieder eine Hülle dazu kaufen muss und dann eine Tastatur und weiß ich was alles. Das geht dann irgendwann auch mal richtig ins Geld. Aber jetzt kommen wir zu den Neuheiten, die uns beide iPads bieten, und natürlich als erstes der Prozessor. Apple hat den neuen iPads den M2 in der vollen Ausstattung spendiert. Und der kommt mit 10 Grafikkernen und soll 35% schnellere Grafik, 40% schnellere Neural Engine und mehr als 50% mehr Speicherbandbreite bieten. Das ist natürlich im Video- und 3D-Grafikbereich unglaublich gute Leistung. Die Frage ist natürlich nur, kann man sie auf dem iPad nutzen? Und wenn wir schon dabei sind, gehen wir natürlich auch gleich weiter, denn wir haben das Thema Video, und bei Video hat man hier noch ein bisschen was an der Ausstattung gemacht, denn es sind jetzt 5 Mikrofone in Studioqualität verbaut, 4 Lautsprecher, die Dolby Atmos unterstützen, und damit soll es möglich sein, kinoreifen Sound aufzunehmen. Und kinoreif ist natürlich jetzt auch die Funktion, die Apple dann nochmal eingebaut hat, denn wir bleiben gleich beim Video. Hier ist jetzt Apple ProRes möglich. Also beim Aufnehmen kann man hier sozusagen, wenn man jetzt ein Video aufnimmt, in Apple ProRes aufnehmen, was dir sozusagen nochmal eine komplette, schönere Aufnahme beschert, mehr Kontrast, mehr Helligkeit und mehr Nachbearbeitungsfunktion im Videoschnitt. Die Frage ist auch wieder, warum? Warum kann ich jetzt mit dem iPad Apple ProRes aufnehmen? Weil die Kameras ja eigentlich ein bisschen dürftig ausgestattet sind gegenüber dem iPhone. Der erste Unterschied zwischen dem 11 Zoll und der 12 Zoll Variante ist natürlich das Display. Wie auch im letzten Jahr ist hier ein Mini-LED-Display verbaut mit einer höheren Auflösung als beim 11 Zoll iPad Pro. Da gibt es auch nochmal Unterschiede in der Helligkeit, obwohl wir bei der Helligkeit wieder überlegen müssen, HDR-Modus, nicht HDR-Modus. Beide kommen mit 600 Nits, und das iPad Pro 12,9 Zoll hat natürlich dann bis zu 1000 Nits im HDR-Modus, was das 11 Zoll iPad nicht hat. Das sind schon mal die ersten Unterschiede zwischen den beiden, aber wir haben noch mehr. Bei den Gemeinsamkeiten kommen beide natürlich mit iPad OS 16, was natürlich fabelhafte neue Funktionen in das iPad bringt. Beide haben ebenfalls die schnelle Datenübertragung mit Thunderbolt an der Seite, und die verbauten Kameras sind natürlich auch gleich. Du hast zum einen die 12 Megapixel Weitwinkelkamera und zum anderen die 10 Megapixel Ultraweitkamera. Der LiDAR-Sensor ist auch wieder in beiden Geräten vorhanden, und was beide noch nicht geändert bekommen haben, und das finde ich relativ interessant und auch irgendwo ein bisschen schade, ist die Frontkamera. Du kannst zwar mit der Frontkamera viel machen, aber im iPad der 10. Generation, was jetzt neu vorgestellt wurde, hat man die Frontkamera mittlerweile schon im 16:9 Bereich mittig verbaut. Jetzt bei diesem iPad und natürlich auch beim neuen iPad der Generation 2022 ist leider Gottes die Frontkamera hier noch seitlich verbaut. Und ihr wisst alle, wenn man eine Videokonferenz hat, guckt man in den Monitor rein und hält das meistens quer, weil die Bilder es uns so anbieten. Und da guckt man natürlich immer wieder vorbei an der Kamera, und das sieht immer dumm aus bei einer Videokonferenz, wenn man hier sozusagen mit dem iPad arbeitet. Schade eigentlich, dass es jetzt in den neuen iPad Pros nicht Einzug gehalten hat. Müssen wir leider vielleicht noch ein Jahr drauf warten. Ebenfalls noch Gemeinsamkeiten ist natürlich die Unterstützung von WLAN 6. Das ist eine super schnelle Verbindung, die Nutzer benötigen, um anspruchsvolle Workflows umzusetzen. Die Downloads erfolgen bis zu 2,4 Gigabits und damit doppelt so schnell wie im vergangenen Jahr. Wi-Fi und Cellular mit 5G unterstützen natürlich auch weltweit mehr 5G-Netzwerke, sodass du ebenfalls international mit dem iPad besser aufgehoben bist. Und gleichzeitig gibt es natürlich alle Geräte von 128 GB bis zu 2 TB Festplattenspeicher.
Farblich kommen beide auch wie im vergangenen Jahr in Silber sowie in Space Grau auf den Markt und man kann sie in den Varianten Wi-Fi und Cellular erwerben. Das waren die Gemeinsamkeiten und jetzt kommen wir mal zu den Unterschieden. Als erstes natürlich dann die Abmessung. Das iPad 11 Zoll kommt wie der Vorgänger mit 247,6 mal 178,5 mal 5,9 mm und wiegt zwischen 466 und 468 Gramm, je nach Ausstattung. Das iPad Pro 12,9 Zoll ist ein Stück größer und bietet dir 280,6 mal 214,9 mal 6,4 mm und wiegt zwischen 682 und 684 Gramm, je nach Wi-Fi-Ausstattung. Tasten und Anschlüsse sind natürlich auch wie beim Vorgänger gleich und als Entsperrungsfunktion gibt es hier auch wieder Face ID mit dazu. Die neue Apple Pencil Schwebefunktion kannst du auch bei beiden iPads nutzen. Diese unterstützt den Apple Pencil der zweiten Generation. Zusammengefasst können wir also 3 wichtige Unterschiede feststellen. Zum ersten, das gute Display mit Mini-LED und größerer Auflösung gibt es wieder mal nur im 12,9 iPad. Hier hast du dann auch eine höhere Bildauflösung, ist ja auch klar, ist ja auch ein bisschen größer, von 2732 zu 2048 Pixeln und natürlich die 1000 Nits im HDR-Modus, die Apple hier angibt, gegenüber den 600 Nits, die dann nur verfügbar sind bei dem 11 Zoll Pro. Zweitens natürlich dann die Größe und das Gewicht und drittens, das ist ja meistens das Wichtigste oder der entscheidende Faktor, das ist der Preis. Hier bekommst du das iPad 11 Zoll ab 1049 €. Das iPad 12,9 gibt es dann ab 1449 € und jetzt in der Vollausstattung mit Wi-Fi, Cellular und 2 TB Festplatte liegen wir beim 11er dann bei 2629 € und das iPad Pro 12,9 bekommst du dann auch mal mit 2 TB Wi-Fi, Cellular komplett in der Vollausstattung für sagenhafte 3024 €. Und da sind wir natürlich schon beim MacBook Pro Preisen angekommen für das neue iPad. Ob es sinnvoll ist oder nicht, das wird der Markt und natürlich auch ihr als Käufer entscheiden. Da mische ich mich nicht mit ein. Wo ich aber jetzt noch mal kurz was sagen möchte, ist für meine Anwendung, was mich jetzt ganz besonders freut, bei dem neuen iPad Pro 12,9. Das 11er werde ich mir nicht holen, das ist mir zu klein. Ich brauche so ein bisschen Größe und gleichzeitig natürlich auch für meine Anwendung, ihr seht es ja, für YouTube und für verschiedene andere Dinge, ist dieses iPad 12,9 für mich der ideale Begleiter gewesen mit dem M1-Prozessor. Ich mache euch noch ein Video, wo ich vergleiche zwischen dem M1 und dem M2 iPad. Ist es wirklich so schnell, wie Apple jetzt angibt, dass es hier sozusagen den M1 wieder einholt oder je nachdem, was hier sozusagen kommt. Klar, der Videomodus bzw. Videobearbeitung ist dann beim M2 iPad wahrscheinlich besser, was auch die Videonutzer dann sozusagen erfreut. Und zum Thema Video habe ich noch eine gute Nachricht und zwar, wer so ein bisschen bei Videoschnittprogrammen mit dabei ist, der sieht hier auf der Apple-Seite, dass Apple jetzt in Zukunft mit DaVinci Resolve auf dem iPad kommt. Und das ist eigentlich eine lustige Geschichte, denn eigentlich dachten wir alle, dass Final Cut irgendwie mal als iPad-Version kommt. Jetzt geht Apple den Weg mit DaVinci Resolve. Wie das funktioniert, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt mal im Internet nachgelesen, da gibt es noch nicht allzu viele Anwendungen, aber wir werden es abwarten und ich bin schon mal total happy, weil DaVinci Resolve eigentlich die beste Wahl ist, weil Final Cut kommt immer nicht so aus dem Tee, auch mit den Renderzeiten und so weiter und so fort, kann man sagen, was man will. Für mich ist DaVinci Resolve einfach die bessere Wahl und was ist natürlich noch neu? Ich werde jetzt mal ausprobieren und ich werde auch gespannt darauf sein, wie es ist, mit dem iPad ProRes zu filmen, ob da überhaupt Qualität rauskommt oder ob das einfach sinnlos ist. Mal gucken. Auf alle Fälle sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich das neue iPad Pro 12,9 mit dem iPad Pro 12,9 aus 2021 vergleiche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Anschauen, hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen bei eurer Entscheidung, ob 11 Zoll oder 12,9 Zoll. Damit tschüss, bye bye und winke winke und sehr gern bis zum nächsten Video.